Heute zeige ich euch, wie ihr super schnell und ganz einfach so ein richtig leckeres Sauerteigbrot backen könnt. Mein Sauerteig ist gerade mal eine Woche alt, ist also noch nicht so stark, deshalb unterstütze ich mein Brot jetzt am Anfang noch mit einem Teelöffel Trockenhefe. Je älter euer Sauerteig ist, desto mehr könnt ihr auf die Hefe verzichten. Auf meine Trockenhefe gebe ich 300 ml lauwarmes Wasser. Kurz verrühren. Hier habe ich 450 Gramm Weizenmehl, Typ 550. Darauf gebe ich 50 Gramm Roggenmehl. Ich habe jetzt hier Typ 1150 genommen. Das vermische ich so ein kleines bisschen. Gebe aber vorher noch 1,5 Teelöffel Salz dazu. Das ist auch schon fast die ganze Arbeit. Den Rest macht meine Küchenmaschine. Ihr könnt das Ganze natürlich von Hand verkneten oder mit einem Handmixer. Dann kann ich mein Mehl dazugeben und verrühre das erstmal auf kleiner Stufe. Und als allerletztes gebe ich meinen Sauerteig dazu. 50 Gramm. Die habe ich hier aus meinem Sauerteigglas genommen und habe die 50 Gramm mit 25 Gramm Roggenmehl und 25 Milliliter Wasser ersetzt. Zwischendurch wird das Ganze mal gestoppt und dann geht's weiter. Falls ihr keinen eigenen Sauerteig habt, könnt ihr natürlich auch so einen Sauerteigextrakt nehmen. So, das schaut doch schon ganz anders aus. Mein Teig ist fertig vermischt und den stelle ich jetzt zur Seite. Falls ihr keinen eigenen Sauerteig habt und euch bislang davor gesträubt habt, schaut euch bitte das Video hier oben rechts an. Da zeige ich euch, wie simpel und einfach ihr diesen Sauerteig herstellen und damit arbeiten könnt. Meinen Teig stelle ich jetzt erstmal für 3 Stunden an einen warmen Ort. Mein Teig ist jetzt gut 3 Stunden gegangen. Ihr könnt den Teig natürlich auch über Nacht stehen lassen oder morgens aufsetzen und abends backen. Da gibt es eigentlich keine Regel. 3 Stunden sollte er, wenn möglich, schon gehen. Vielleicht reichen auch 2 Stunden, aber länger geht immer. So, ich verteile ein bisschen Mehl auf der Arbeitsplatte. So. Und jetzt dehne und falte ich den Teig ein bisschen. Ich nehme mir ein Gärkörbchen. Wenn ihr keins habt, ist das überhaupt kein Problem. Dann nehmt ihr einfach irgendeine Backform. Da verteile ich wirklich großzügig Mehl. Und jetzt lege ich meinen Teig einfach in das Gärkörbchen. Wie gesagt, alternativ einfach in die Brotbackform. Den Teig lasse ich jetzt noch mal ungefähr 20 Minuten gehen. Und in der Zwischenzeit heize ich meinen Backofen vor auf 190 Grad Ober-Unterhitze. Ja, ich habe mein Brot jetzt sogar 30 Minuten stehen gelassen und das stürze ich jetzt einfach auf mein Backblech. Und das schiebe ich in den Backofen für ungefähr 45-50 Minuten. Wie gesagt, bei 190 Grad Ober-Unterhitze. Das Brot ist so schön geworden, richtig schön aufgerissen. Es sieht toll aus von dem Gärkörbchen, wirklich ein richtig schönes Brot. Aber wie ich sagte, wenn ihr kein Gärkörbchen habt, kein Problem, steckt den Teig einfach in eine Backform und dann einfach damit in den Ofen. Und das ist so knusprig. Boah, das sieht super aus. Schaut mal bitte, wie schön.
Mein Sauerteig ist ganz frisch und trotzdem sieht das schon richtig gut aus. Vor allem ist das Brot so knusprig. Hört mal hin. So muss ein Brot sein. Denkt dran, je älter euer Sauerteig ist, desto weniger Hefe braucht ihr und desto schöner wird auch die Porung im Brot. Mein Sauerteig, wie gesagt, ist noch ganz, ganz jung, aber das wird von Mal zu Mal besser. Ein tolles Brot, wirklich schön geworden, riecht total lecker und das Schöne ist, durch den Sauerteig hält das Brot halt auch wirklich sehr viel länger frisch. Wenn ihr gar keinen Sauerteig habt, könnt ihr einen Sauerteigstarter nehmen oder aber ihr lasst Roggenmehl weg und backt das Brot einfach ohne Sauerteig. Das geht auch. Die Wassermenge braucht ihr dann auch nicht zu verändern. Lasst das Roggenmehl einfach weg, ohne Sauerteig und dann könnt ihr das Brot genauso gut ohne backen. Aber das ist natürlich ein Sauerteigbrot und deshalb soll im besten Fall Sauerteig rein und das sieht doch wirklich schön aus. Ja, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.